Hallo, schönen guten Tag, willkommen bei Pitted Studio TV und Silvester und neues Jahr und Gedöns, ja. Ne? Man sagt ja immer, Gott sei Dank ist das Jahr vorbei, jetzt kommt das nächste so, ne? Haben wir das auch so empfunden. Wir machen jetzt ein Flashback. Ja? Wir gucken aufs letzte Jahr und gucken mal, wie das so gelaufen ist und ob das überhaupt und was da und so weiter. Genau. Wie fing denn das Jahr an? Extrem turbulent und anstrengend. Man könnte auch sagen, nicht so gut oder Ja. scheiße auch, ne? Ja, war scheiße. War scheiße, so. Ne? Das heißt also, das Ende von unserer bisherigen Arbeit war da so, ne? Das heißt also, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr beschäftigt, wir Piranhas, ne? Genau, wir waren in der Kündigungsfrist. Und da war die Firma nicht mehr wirklich da, ne? Und das ist halt irgendwie, war Kacke, so, ne? Ja, das war so eine Umwälzzeit. Da haben wir ganz viel irgendwie, also eine Mischung aus Trauer, Frustration, aber auch gleichzeitig so Hoffnung. Dieses, wenn man auf die Schnauze fliegt, dann wieder aufstehen wollen. Ne? Das kennen vielleicht einige von euch selber auch im Leben. Hat man mal so Momente. Und das war da in der Zeit sehr intensiv für uns. Wir waren quasi mitten in der, Ideenfindung, um das, was wir jetzt machen, auch tatsächlich irgendwie ins Leben erwecken zu können. Ne? Ja. Und hatten auch ziemlich früh schon die Idee, aber Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir sie auch schon. Ja, Ne? ja, Also genau. da hatten wir auch den Plan schon gefasst, was wir machen. Da wussten wir auch schon, ne, was wir tun wollen und wo sich hin entwickelt. Ja, aufgeben war keine Option. Nee. Und darum haben wir gedacht, irgendwie wollen wir weitermachen. Ja. Und wenn es keine Möglichkeiten gibt, das Alte weiterzumachen, muss irgendwie eine neue Idee her. Und da wir dann gesagt haben, okay, das mit dem Double-A-Markt funktioniert nicht so gut und vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist das noch schwerer. Viele sind am Struggeln, leider immer noch. Probieren wir es mal in etwas kleineren Dimensionen und gründen neu. Und der Weg dahin im Laufe dieses Jahres war ja auch sehr aufregend, anstrengend, arbeitsreich. Wir haben unfassbar viel gelernt. Ja. Dinge, mit denen man vorher nie zu tun hatte, weil wenn man irgendwo angestellt ist und sein Ding macht, was vorher der Fall war, dann ist man auch in seinen Bereichen so eingegroovt irgendwie und guckt meistens nicht rechts oder links. Und dieses Jahr haben wir unglaublich viele Dinge gemacht zum ersten Mal. Obwohl wir schon so viele Jahre Spiele entwickeln. Ne? Ja. Wir sind irgendwie lange dabei und trotzdem hat man bei vielen Bereichen nur ganz am Rande einen Einblick, aber hat es noch nie selber gemacht. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt nochmal von der Pike auf, nochmal von vorne und lernen auch unglaublich viele Teilbereiche, haben sehr viele Menschen kennengelernt, die uns auf unserem Weg begleiten. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig jeden Montag wieder einschaltet, uns begleitet auf unserem Weg, euch mit uns auf unser Announcement freut und genauso stur wie wir sagt, super, es geht weiter. Und das ist so die positive Nachricht, das hat uns am meisten gefreut. Ja, wie fing das Ganze an? Wir haben angefangen, die Unreal Engine zu lernen und Sachen zu implementieren, die im Grunde genommen uns weiterbringen im Spiel. Ich habe mich hingesetzt und habe erstmal Systeme entwickelt. Ne? Und zwar Sachen vom Scratch gebaut in der Engine, die uns weiterbringen. Wir wussten, wir brauchen ein irgendwie geartetes Dialogsystem für das Spiel. Und das hat mich am meisten Arbeit am Anfang und auch Ärger und Zeugs gekostet, weil wir hatten ja ein riesen Dialogsystem selbst gebaut, damals bei Piranha Bytes. Das hat sich über die ganzen Jahre entwickelt und das Dialogsystem war sehr mächtig, das konnte sehr viel, das konnte auf die Skripte zugreifen, also man konnte alle möglichen Situationen damit erzeugen, das war sehr
sehr, sehr aufwendig und komplex und man konnte jegliche Arten von Situationen irgendwie darstellen. In einer offenen Welt, ohne Hubs irgendwie, wo man nur labern kann oder wo man noch und so weiter und so. Das ist halt sehr, sehr, sehr komplexes Ding. Und das war jetzt nicht mehr. Das heißt, man musste jetzt sich umdenken und musste jetzt gucken, kriege ich ein Dialogsystem, was auch das ist, was wir wollen. Ne? Das, was man von uns einigermaßen gewohnt ist, sage ich jetzt mal, von der Komplexität her und von dem, wie wir Storys erzählen. Und da habe ich dran gesessen und habe wirklich, ich glaube, 3 Monate lang oder so an diesem System gesessen, um das irgendwie hinzukriegen, dass das funktioniert für unsere Art von Spiel, die wir jetzt machen wollen. Mhm. So. Dann gab es noch einen ganz großen Bereich, der zu lernen war bei der Unreal Engine. Und zwar, wie kriege ich diese ganzen Sachen hin, wie kriege ich die Figur zum Laufen, wie kriege ich das System irgendwie hin, dass ich Sachen untersuchen kann. Also diese ganzen typischen Adventure-Elemente, so die man hat, so eine Welt zu untersuchen und zu gucken, wie kann man das machen und so. Und das war so der zweite große Brocken. Mhm. Ne? Und der dritte große Brocken war, wie gestalten wir ein Kampfsystem in dieses Spiel hinein, so dass wir das dann auch so rollenspielmäßig irgendwie aufziehen. Das waren so die größten Hürden, die zu nehmen waren. Mhm. So, und das waren so Sachen, womit wir uns beschäftigt haben am Anfang des Jahres. Also ich jetzt auf meiner Seite und du auf deiner Seite auf jeden Fall sehr viele Sachen. Wie gründet man eine Firma? Ne? Wie ist das mit der Geschäftsführung? Wie macht man das? Und wie sind diese ganzen Sachen zu finanzieren? Was genau machen wir in der Öffentlichkeitsarbeit? Wie werden wir jetzt irgendwie uns darstellen? Wann fangen wir an, wieder regelmäßigen Content zu erzeugen? Und so weiter und so weiter. Und noch viele andere Sachen. Ne? Konzeptarbeit, das heißt also, welche Inhalte tun wir ins Spiel? Ne? Wie organisieren wir unsere Daten, unser Game Design Dokument, das heißt eine eigene Infrastruktur aufzubauen, einen eigenen Server zu bauen, das heißt der IT-Bereich sozusagen, der musste abgebildet werden, das heißt wir mussten halt gucken, wie tauschen wir unsere Daten aus, wie machen wir diesen ganzen Sachen gangbar, dass wir dann auch tatsächlich uns dann irgendwann 4-mal wieder schimpfen dürfen, so, dass wir tatsächlich auch unsere ganzen Sachen haben. Dann gab es noch diverse andere Probleme auch noch, dann dieses Git, ne, zum Beispiel, das heißt also, nicht nur den Server zum Laufen zu kriegen, sondern auch noch, ne, Sachen wie Website aufzusetzen und diesen ganzen Krempel. Das war wirklich super viele Aufgaben. Das war eher so, tendenziell eher in deinem Bereich und da hatten wir beiden sehr viel zu tun, ne, Anfang des Jahres. Mittlerweile sind wir da routiniert in diesen Sachen und können uns jetzt auch noch andere Sachen und dann vermischen sich so die Bereiche ein bisschen. Aber so haben wir angefangen. Das war Anfang des Jahres. Das heißt, jeder hat sich da hingesetzt und hat irgendwie so eine Mammutaufgabe gehabt und hat sich überlegt, so, wie kriegen wir diesen ganzen Scheiß überhaupt geregelt? Ne? Wir haben auch verschiedene Kurse belegt zum Beispiel, ne, und haben viele Sachen dazugelernt. Also immer wenn man in einem Bereich war, in dem man sich gar nicht auskennt, dann lohnt sich das ja einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Kurs und lernen das nochmal so ein bisschen von der Pike auf. Auch wenn man dann auf die Gefahr hin, dass man mal ein paar Sachen wiederholt, ist das trotzdem unglaublich hilfreich, um sich Sachen zu erarbeiten oder auch tatsächlich dann währenddessen zu versuchen, sie parallel im eigenen Projekt schon mal umzusetzen und solche Sachen. Also das ist total sinnvoll und hat uns ganz weit nach vorne gebracht auf diesem Weg. Wir haben als erstes ein Konzept entwickelt und dann haben wir geguckt, wie kriegen wir die Technik dahin. Ne? Also so war das. Das erste, was wir hatten, das war ein Wiki, ne, was wir vollgeschrieben haben, um dann zu gucken, das ist unser Plan. So, da möchten wir gerne lang. Das ist dann auch unser Ding. Und dann gucken wir mal, wie das Logo der Firma aussehen soll, wie der Name des Dings, wie soll das heißen und so. Den hast du erfunden. Ne? Und du hast das Logo gemacht. Genau, ich habe das Logo gemacht, du hast den Namen erfunden. So, und solche Dinge. Das heißt also, wir haben uns gut ergänzt bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Und da wurde man auch immer sattelfest. Und ich glaube, in Mitte des Jahres waren wir dann auch schon, also als wir dann auf die Gamescom gegangen sind, ne, hatten wir auch schon unsere kleinen Kärtchen, ne, wo unsere Namen drauf standen, wo unsere Firma drauf stand, unsere Webseite dann, so, wo wir sagen, okay, da kann man uns erreichen, ne, so unsere Social Media Links und so weiter, unseren QR-Code. Den haben wir dann schon mal verteilt für Leute, die interessiert waren, um uns zu verfolgen, was wir hier tun. So.
Und da waren wir eigentlich schon ziemlich sattelfest. Und bis dahin waren wir ganz schön am Schwimmen, ne? Das erste halbe Jahr. Also das war sehr turbulent, ne? Und wir haben uns immer von Event zu Event gehangelt so. Und wir haben das erste Mal sind wir wieder auf die Öffentlichkeit getreten. Das war zur MEC. Ne? Da sind wir zu einem von Onkel Jo eingeladen worden, zu einem Event. Das war auf die Bühne zu gehen und etwas über unsere Arbeit zu erzählen und ne, also grundsätzlich, wie macht man Rollenspiele und so ne, die aktuelle Situation so ein bisschen zu beleuchten. Wie geht's euch denn? Was ist denn jetzt los und so weiter. Ne? Das war das erste Mal. Wann war das? War das Februar? März? Ja. Das war schon im März oder sowas. Das war, ne? glaube ich, sogar im Februar. Ne, ja. das ist also schon sehr früh Super gewesen. früh gewesen. Da waren wir noch so ziemlich im Schwankmodus. Im Sack, ja. Ja, Ne? aber wir haben das trotzdem gemacht, weil irgendwie Flucht nach vorne die gute Entscheidung waren. Ja. Was waren denn deine Highlights im Jahr? Die zähle ich gerade auf. Ach so, das alles. Ja, irgendwie schon so. Ja, das sind so die Sachen. Ne? Das sind Sachen, auf die ich zurückblicke. So, weil, also wenn du mich fragst, was eventmäßig das Highlight war, dann war es tatsächlich das Folkfield Festival. Oh, ja. Ja, das ist gar nicht so lange her. Da war das Wetter noch einigermaßen. Jetzt mittlerweile ist ziemlich kalt draußen. Und das war, Folkfield ist auf dem Gelände gewesen, das ist das Amphitheater in Gelsenkirchen im Nordsternpark. Und das war ziemlich cool. Also Mittelalter-Metal-Musik lief da, Schandmaul, Subway to Sally, Fersengold, diverse andere D'Artagnan, ne? Hießen die, richtig? Ja. Ja, und die vier, die waren jetzt nennenswert, weil ich die richtig gut fand. Die sind da aufgetreten, wir haben sehr viele Leute kennengelernt, die normalerweise immer auf dem Wacken sind, ne? Und mit denen haben wir zusammen dann ein Zeltlager gemacht. Das war sehr lustig. Und das sind alles junge Leute und wir sind vielleicht schon ein bisschen älteres Semester und so. Und die jungen Leute, die haben echt noch irgendwie Pfeffer, ne? Ja. Da ist noch ordentlich, da geht was, da ist richtig Party und so. Und das war mein Highlight, weil das hat sich angefühlt wie früher die Festivals. Wir waren lange nicht mehr auf Festivals und das war das erste Mal wieder. Eigentlich gehen wir eher auf die schwarzen Sachen. Ne? Ja. Also Gothic und Elektromusik und bla, und das sieht man gar nicht. Schwarz. Aber an der Stelle muss man sagen, das war jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Mittelaltergedöns, ne? Und wir hatten für nächstes Jahr, also eigentlich jetzt für dieses Jahr, 2025, uns vorgenommen, auch wieder auf diverse Festivals zu gehen. Und das war so lustig mit den Wackenleuten da auf diesem Zeltplatz, dass wir gesagt haben, okay, Mera Luna fällt flach, Amphi-Festival fällt flach 2025. Stattdessen gehen wir 2025 aufs Wacken. Das kann ja was geben. Ja, 5 Tage irgendwie, Dauerbeschallung und Verdichtung, ja. Ja, also es wird lustig. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ne? Wenn das Wetter kacke ist, okay, ne? Dann muss man sich wahrscheinlich draufziehen und wieder runterziehen lassen, diese ganzen Geschichten. Weiß ich nicht, ob wir dazu bereit wären, wenn das scheiße regnet. Das müssen wir dann sehen. Aber ein bisschen Regen, ein bisschen Schlamm ist nicht so schlimm, ne? Uns einigermaßen. Also, aber dieses Jahr war ziemlich gut, was das Wetter angeht, war recht stabil. Ja, haben wir echt Glück gehabt. Ja. Und deswegen ist wird's spannend, ja. Ja. Vielleicht sieht man sich ja, wenn ihr auch sowas vorhabt im Laufe des Jahres, ne? Dann sagt gerne mal Hallo. Ja. Wir sind dann die Spacken vom Wacken. Auf jeden Fall. Ja. Das wird gut. Das wird gut, ja. Wir haben aber einiges vor. Also unsere Wünsche, Planungen, Vorsätze, wie auch immer für das Jahr 2025 also das Jahr ist schon richtig gut voll. Was auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal gesagt werden kann, ist, wir wollen gerne auf die Roleplayverse. Die ist auch irgendwann im früheren Frühjahr in Oberhausen. Und da werdet ihr uns antreffen. Wir werden auf jeden Fall natürlich auf die Gamescom gehen. Das soll das Highlight unseres nächsten Jahres werden. Und wir werden natürlich auch diverse andere Veranstaltungen noch besuchen, die wir dann hier und oder im Discord oder auch
auf unseren Social-Media-Kanälen vorher ankündigen. Also wenn ihr da noch nicht drauf geklickt habt, macht das gerne, um uns zu folgen. Dann könnt ihr uns begleiten auf unserer neuen Spiele-Promotour, denn wir würden gerne auf diverse Messen gehen, mitspielen. Ja. Am besten das ganze Jahr, wenn es geht. Ja, das wäre cool. Wenn wir bis dahin announced haben, wenn wir es geschafft haben. Wir arbeiten ganz fleißig dran. Ja, wir arbeiten dran, dass es nicht März wird. Ganz ne? bald funktioniert. Ja. So. So. Und dann kündigen wir das auch an. Ja. Okay, genau, so machen wir das. Ja, und das mit Vorfreude und Optimismus. Und Ja. hoffentlich mit euch. Ja. Ja, gut. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt, und zwar... Düdelü. Also die Frage ist, gibt es Networking-Möglichkeiten für Entwickler im Ruhrpott? Ja, also es gibt ab und zu mal Veranstaltungen, aber wir sehen das nicht so eng im wahrsten Sinne des Wortes und weiten unser Netzwerk meistens auf NRW aus. Ja. Ja, dass man nämlich, also eigentlich warten wir sogar auf Rheinland-Pfalz. Egal. Jedenfalls, manchmal auch Berlin. Egal, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, wenn man in der Nähe vom Ruhrpott was machen will, dann sind die häufigsten Städte, in denen was stattfindet, tatsächlich Düsseldorf und Köln. Ja. Ganz einfach deshalb, weil erstens die Film- und Medienstiftung dort ansässig ist und die machen manchmal Veranstaltungen, die interessant sind. Kann man unter Film- und Medienstiftung auch finden. Die haben zum Beispiel auch die NRW-Förderungen und sind mittlerweile von Düsseldorf nach Köln gezogen. Und es sind aber auch in Düsseldorf noch viele, zum Beispiel Ubisoft macht ganz viel. Es sind der nordrhein-westfälische Verband ist in Düsseldorf ansässig und die machen auch einige Sachen. Außerdem gibt es in Köln zum Beispiel den Indie-Hub. Grüße an Stefan. Hallo. Die machen auch wirklich tolle Veranstaltungen, zum Beispiel das Indie Game Fest irgendwann im Laufe des Jahres. Das wird bestimmt auch nochmal angekündigt. Da würden wir auch sehr gerne hingehen. Und aber auch diverse andere Veranstaltungen. Ja, könnt ihr gerne auch folgen. Das ist immer klasse, was die machen und die halten einen auch tatsächlich auf dem Laufenden. Der Verband hier heißt games.nrw. Das sind die Sachen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Ja. Ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Ja. Ja. Gibt bestimmt noch mehr. Wenn ihr was wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas verpasst. Ansonsten schreibt gerne, was habt ihr denn so für Vorsätze und Wünsche fürs nächste Jahr? Haben wir über Vorsätze schon gesprochen? Wir wollen ein Announcement machen. Ach so, ja, okay. Aber gute Vorsätze sind das nicht, oder? Ist das kein guter Vorsatz? Ja, das ist ein guter Plan, aber Vorsatz ist ja meistens immer irgendwie so, ich will was ändern, ne, in meinem Leben und will mir irgendwie, will abnehmen oder mehr Sport machen oder weniger trinken oder So was Persönliches. nett zu den Nachbarn sein. Also, das ist doch ein guter Vorsatz, oder? Also wir haben keine Vorsätze. Das funktioniert sowieso nicht, oder? Ja, genau, aber nicht. Nee, aber jetzt ernsthaft, ich wüsste jetzt Ja, nicht, wir was sind ich eigentlich ganz gut zufrieden. Ja, Ne? wir Soll besser laufen als dies Jahr. Also, Ja, das wäre schön. Das wäre ganz gut. Das wäre ja. schön, ja. Ja. Lasst uns alle was Besseres draus machen. Wenn Ja. jeder seinem Nachbarn was Gutes tut, ist jedem Nachbarn was Gutes getan. Ja, das Alles klar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Ja. Vielen Dank und bis dann. Bis dann. Tschüss. Frohes Neues. Genau. Ja, gute Vorsätze. Habe ich tatsächlich immer mal gemacht, ne? Mache ich nicht mehr. Habe ich tatsächlich mit aufgehört. Sollte man vielleicht mal wieder drüber nachdenken, ne? Hat das bei dir überhaupt mal funktioniert? Ein guter Vorsatz? Einer? Ach, zu Silvester hatte ich die meist nicht. Siehst du?